Willkommen zurück bei der Noxtur Academy. Hier lernen Sie alles, was Sie über Backnoxtur, Deutschlands souveräne und sichere Rechts-KI wissen müssen. In diesem Video geht es um den wichtigsten Bestandteil Ihrer Arbeit mit Backnoxtur, das Prompting, also die Anweisungen, die Sie der KI geben. Ihr Prompt entscheidet maßgeblich über die Qualität der KI-Ergebnisse, so wie eine gute Argumentation den Rahmen für einen Schriftsatz vorgibt. In den nächsten Minuten zeige ich Ihnen die wichtigsten Bausteine und Techniken für effektives Prompten und gebe Ihnen dazu auch praktische Beispiele. Los geht's! Ein Prompt wirkt wie ein Navigationssystem im riesigen Wissensraum der KI. Je klarer Ihre Anweisungen sind, desto gezielter steuert die KI durch die Informationen und liefert präzise Antworten. Anders gesagt, ein wohlformulierter Prompt ist wie ein präzise juristischer Antrag. Er definiert, worauf die KI ihre Energie konzentrieren soll. Grundsätzlich beinhaltet ein guter Prompt 6 Komponenten. Zunächst die Anweisung. Was genau soll die KI tun? Als Beispiel: Analysiere den folgenden Arbeitsvertrag auf Kündigungsfristen und vergleiche diesen mit den Vorgaben auf § 622 BGB. Zweitens die Rolle. In welcher Funktion soll die KI antworten? Als Beispiel: Du bist Fachanwalt für Gesellschaftsrecht. Prüfe die Wirksamkeit der Abtretungsklausel im beigefügten Vertrag. Drittens der Kontext. Welche Informationen oder Dokumente soll die KI berücksichtigen? Als Beispiel: Berücksichtige das beigefügte Urteil des EuGH zur Arbeitszeiterfassung. Viertens die Zielgruppe. Für wen soll die Antwort formuliert sein? Als Beispiel: Erkläre die DSGVO-Pflichten zur Datenspeicherung so, dass sie für einen Mandanten ohne juristische Vorbildung verständlich sind. Als nächstes das Format. Wie soll das Ergebnis strukturiert sein? Als Beispiel: Erstelle eine nummerierte Liste mit maximal 5 zentralen Risiken. Sechstens Ton und Formulierung. In welcher Sprachebene soll die Antwort erfolgen? Als Beispiel: Formuliere die Argumentation präzise und juristisch mit Verweisen auf Kommentare und Rechtsprechung. Sie müssen nicht immer alle 6 Komponenten nutzen, aber je klarer Sie diese definieren, desto zuverlässiger und besser werden Ihre Ergebnisse. Neben den Prompt-Komponenten gibt es auch konkrete Prompt-Techniken. Je nachdem, welchen Anwendungsfall Sie haben, kann eine bestimmte Prompt-Technik die Qualität der Ergebnisse erheblich verbessern. Gehen wir gemeinsam einmal diese Techniken durch. Zunächst das beispielbasierte Prompting oder Few-Shot-Prompting. Wie der Name schon sagt, wird bei einem beispielbasierten Prompt ein bereits existierendes Beispiel in den Prompt integriert, um der KI eine konkrete Orientierung zu geben, wie das Ergebnis aussehen soll. Möglich wäre zum Beispiel ein solcher Prompt: Formuliere eine kurze Zusammenfassung eines Urteils, wie in diesem Beispiel. Nutze denselben Stil für das angehängte Urteil. Als nächstes das mehrstufige Prompten oder Prompt Chaining. Anstatt der KI eine umfangreiche Aufgabe in einem Prompt zu geben, können Sie auch mehrstufig prompten. Dabei wird die Aufgabe in sinnvolle Teilaufgaben zerlegt. Das ermöglicht Ihnen, die KI-Ergebnisse nach jedem Schritt zu überprüfen und nachzuvollziehen. Hier ein passendes Beispiel. Schritt 1. Extrahiere zunächst alle Haftungsklauseln aus diesem Vertrag. Jetzt können Sie das Ergebnis des Schritt 1 überprüfen und schauen, ob Backnoxtur alle Haftungsklauseln extrahiert hat. Sollten Sie mit diesem Ergebnis zufrieden sein, folgt Schritt 2. Bewerte die gefundenen Klauseln nach dem deutschen AGB-Recht. Als nächstes Chain of Thought. Bei dem Chain of Thought möchten Sie, dass Ihre KI Ihren Gedankengang darlegt, der Sie bis zum Endergebnis gebracht hat. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit brauchen. Hierzu ein Beispiel. Prüfe, ob die Schiedsklausel wirksam ist. Erkläre bitte alle Prüfungsschritte einzeln. Als letztes das Reverse Prompting. Hierbei drehen Sie die klassische Logik des Promptings um. Statt der KI eine Anweisung zu geben und ein Ergebnis zu erhalten, funktioniert es umgekehrt. Sie geben also ein gewünschtes Ergebnis vor, zum Beispiel einen Text oder eine Klausel, und lassen sich von der KI den Prompt erzeugen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit genau zu diesem Ergebnis führen würde. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie nachvollziehen möchten, wie ein bestimmtes Ergebnis zustande gekommen ist, oder wenn Sie Ihren eigenen Prompt verfeinern möchten. Ein Beispiel könnte so aussehen: Dies ist eine juristische Klausel zur DSGVO-Einwilligung. Formuliere den Prompt, den ich eingeben müsste, damit du genau dieses Ergebnis erzeugst.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein paar hilfreiche Do's and Don'ts mitgeben, damit Ihr Prompt in der Praxis immer gelingt. Nutzen Sie konkrete und präzise Anweisungen, zum Beispiel analysiere, vergleiche oder erstelle. Nutzen Sie klare Strukturen mit Absätzen und Aufzählungen. Fordern Sie die Quellenangaben ein, zum Beispiel nenne deine Quelle. Vermeiden Sie schwammige Formulierungen, schreib etwas über und benutzen Sie keine überflüssigen Füllwörter wie bitte oder ich hätte gerne. Sie werden sehen, schon kleine Änderungen in der Formulierung können einen Unterschied machen zwischen einer mittelmäßigen Antwort und einer herausragenden Antwort. Zusammengefasst, gute Prompts bestehen aus klaren Anweisungen, Kontext und Struktur. Nutzen Sie die vorgestellten Komponenten und Techniken, um Ihre Ergebnisse mit Backnox Tour Schritt für Schritt zu verbessern. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg beim Prompt mit Backnox Tour.